Ein wilder Februar steht uns bevor. Mit dem heutigen Tag beginnend bis zum 12. Februar sind 10 Portaltage am Stück. Was hat es mit den Portaltagen auf sich? Wie können wir uns darauf einstellen? Und was können wir konkret tun? Schon immer haben Menschen Energien gespürt, die aus dem Kosmos zu uns kommen. Meine Oma zum Beispiel hat immer gesagt, heute liegt was in der Luft und hat gemerkt, dass sie intuitiver war als sonst, Dinge getan hat, die sie ansonsten nicht getan hätte und plötzlichen Eingebungen gefolgt ist. Was hat es mit den Portaltagen auf sich? Das mit den Portaltagen basiert auf Überlieferungen der Maya. Nach ihrer Aussage ist an diesen Portaltagen der Schleier zum Kosmos besonders dünn und die Energien erreichen uns in besonderem Maße. Die Sensibleren unter uns spüren diese Energien an den Portaltagen besonders intensiv. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass wir auch mit unserem Körper genau darauf reagieren. Wir merken es zum Beispiel in sogenannten Aufstiegssymptomen wie etwas Unruhe, Nervosität oder auch Kopfschmerzen und Ähnlichem. Aber wir können die Portaltage auch wunderbar für uns nutzen. In unserer Zeit des rasanten Wandels, sowohl für unsere Erde als Ganzes, wenn man die Erde als einen lebendigen Organismus betrachtet, als auch für jeden Einzelnen von uns, geht es darum, sich von alten Mustern, von Überlebtem, Überholtem zu befreien, authentisch zu sein, sein wahres Selbst zu leben. Und für uns Menschen bedeutet es, unsere Seelenessenz, unseren Kern zu leben und authentisch zum Ausdruck zu bringen. Und die Portaltage sind besonders gut dafür geeignet, uns diese alten Dinge nach oben bringen zu lassen, zu erkennen und zu transformieren. Insofern sind die Portaltage besonders gut geeignet, um zu meditieren und die Verbindung zur geistigen Welt, zu deinem höheren Selbst, zum Universum, zu Gott oder wie auch immer du es nennen möchtest, herzustellen und die Botschaften von dort zu empfangen, damit du sie am Ende in dein Leben integrieren kannst. Deine Intuition ist in dieser Zeit besonders geschärft. Also nutze die Energien der Portaltage zum Meditieren. Ganz besonders gut geht das natürlich, indem du in die Natur gehst und zudem noch zusätzlich die Natur als eine Möglichkeit hast, deinen Geist zu beruhigen. Das erleichtert dir das Herstellen der Verbindung. Was dir während der Portaltage wahrscheinlich auch auffallen wird, sind besonders intensive Träume. Auch sogenannte luzide Träume können auftreten. Das heißt, du träumst und weißt im Traum, dass du träumst und kannst sozusagen in deinen Traum mit eingreifen und Transformationen erreichen. Und selbst wenn du einfach nur ganz normal, aber intensiv träumst, bleiben dir diese Traumbilder häufig am Morgen erhalten. Damit du die Botschaften der Träume nutzen kannst, ist es jedoch eine super Idee, auf dem Nachttisch ein Büchlein oder ein Zettel liegen zu haben und einen Bleistift, wenn du aus dem Traum aufwachen solltest, einfach
rasch mal kurz Licht anmachen, aufschreiben, was du geträumt hast und dann kannst du weiter schlafen. Ganz häufig wachen wir in der Zeit zwischen 3 Uhr früh und 5 Uhr früh auf. Da sind die Portale besonders weit geöffnet. Und natürlich wirst du am Morgen dich fragen, und was will mir dieser Traum nun sagen? In ganz vielen Fällen haben wir spontan einen intuitiven Einfall, was dieser Traum mir sagen könnte. Folge dem einfach. Wenn sich dir das nicht so spontan erschließt, kannst du natürlich auch über diesem Traumbild in Meditation gehen. Wie Meditieren geht, verlinke ich am Ende dieses Videos noch einmal als Video. Du hast natürlich noch viele weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn du dich mit dem Kartenlegen ein kleines bisschen auskennst, und da muss man kein großer Kartenleger sein, da reicht es schon, ein bisschen ein Gespür dafür zu haben, dann legst du dir eine ganz einfache Viererlegung. Hier, schau mal. Du kannst auf Platz 1 dann die Karte finden, darum geht es in diesem Traum. Platz 2 ist die Botschaft, die dir sagt, das könnte dich möglicherweise reizen, du solltest es aber lieber nicht tun. Platz 3 sagt dir aus, dass es das ist, was du tun kannst. Und Platz 4, dahin führt es, das wird dein nächstes Erleben sein, wenn du dem auf Platz 3 folgst. Vielleicht fragst du dich, was für ein Kartendeck kann ich denn dafür nehmen? Ja, ganz einfach dieses normale Rider-Waite-Tarot, so wie ich das häufig mache. Du kannst aber auch jede andere Art von Orakelkarten nehmen, was weiß ich, Kipperkarten oder Lenormand-Karten, das, was dir einigermaßen vertraut ist. Und diese einfachste Legung ist auch ausreichend. Manchmal reicht schon ein Blick auf das Kartenbild und man hat sofort eine Idee, in welche Richtung es gehen kann. Und wenn nicht, dann gibt es zu jedem Kartendeck, zu fast jedem zumindest, auch eine Beschreibung, an der man sich orientieren kann. Ich hoffe, dass das einige Inspirationen für dich für ein gutes Überstehen der verrückten Portaltage im Februar ist. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem In dich gehen und Erkenntnisse sammeln, eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast sag ich Tschüss.